Ja, hallo und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder ein richtig cooles kleines Hubschraubermodell für euch, und zwar die neue RC-Ära C170 Apache im Maßstab 1:48. Hier natürlich wieder in der RTF-Version und auch wieder mit Höhensensoren. Eine kleine Besonderheit zu den anderen kleinen Helis hat der Apache, denn wir müssen die gleich noch selber mit ein paar schicken Details versehen. Das zeige ich euch gleich aber nochmal alles. Da jetzt auch hier die Fernsteuerung und die Funktionen identisch zu den anderen RC-Ära-Modellen ist, spare ich mir heute wieder die Vorstellung der Fernsteuerung mit den Funktionen. Wen das interessiert, kann sich gerne mal ein anderes Video von mir dazu anschauen. Daher fangen wir wieder direkt mit dem Unboxing und den Details zur neuen Apache an. Danach gehen wir natürlich auch wieder rausfliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! So sieht der Karton der Apache jetzt aus, und den machen wir als erstes mal wieder auf und haben hier natürlich wieder die Bedienungsanleitung zu Anfang, hier auf Chinesisch und Englisch. Dann haben wir eine erste Tüte. Darin befinden sich die ganzen Anbauteile wie die Raketen und Raketenwerfer, die seitlichen Stummelflügel mit den Raketenträgern, der hintere Höhenstabilisator und eine weitere Tüte mit den ganzen kleinen Teilen wie Tritten und Cable Cutter. Das müssen wir dann gleich noch alles anstecken. Dann haben wir eine weitere Tüte. Hier drin befindet sich etwas Werkzeug und das USB-Ladekabel für den Akku. Dann haben wir natürlich noch den Akku, und zwar ein Lithium-Ionen 560 mAh 2S Akku von RC-Ära, diesmal sogar auch nicht als Hardcase. Dann haben wir noch eine Tüte mit diesmal nur 2 Ersatz-Hauptrotorblättern und einem Satz Ersatz-Heckrotorblätter. Als nächstes haben wir natürlich noch die 2,4 GHz Fernsteuerung mit den federbelasteten Steuerknüppeln. Und last but not least die sehr schicke kleine Apache AH64D, und die zeige ich euch als nächstes nochmal etwas näher im Detail. Hier haben wir jetzt die kleine Apache mal vor uns. Wie gesagt, ist sie jetzt noch nicht komplett. Dazu gibt es ja hier auch dann die Tüte mit den ganzen Anbauteilen. Die werden gleich noch alle angesteckt. Auch die kleinen Tritte und Antennen, die werden alle angesteckt. Dazu nehmt ihr euch am besten hier so eine Pinzette. Damit geht es wahrscheinlich am einfachsten. Wo die einzelnen Sachen angesteckt werden, könnt ihr hier in der Bedienungsanleitung gut sehen. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf und dann gucken wir uns den Heli mal etwas genauer an. Ja, ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier doch eine kleine Zange genommen. Das war dann doch irgendwie einfacher. Es ist ein bisschen fummelig, die kleinen Tritte hier und da anzubringen, aber es geht. Und natürlich ist auch gut, dass man die nur stecken und nicht kleben muss. Von den kleinen Tritten haben wir hier auch noch jede Menge Ersatz dabei. Jetzt haben wir also den komplett ausgestatteten Apache vor uns, und ich muss sagen, es ist ein richtig schickes Modell geworden. Mit richtig vielen Details, sogar mit so vielen Details, dass wir die noch selber anstecken mussten. Wir haben hier wieder sehr viele Nieten angebracht, die auch wirklich super klein sind und richtig gut zum Modell passen. Wir haben hier auch richtig viele Konturen und Blechstöße angebracht, was das Modell richtig scale wirken lässt. Auch die ganzen Luftanlässe und kleinen Klappen sind hier sehr filigran dargestellt. Auch der Turbinendom ist hier mal richtig cool ausgeführt und ebenfalls mit jeder Menge kleinen Details versehen, wie man hier sehen kann. Auch die Stummelflügel mit den Raketen und Raketenwerfern haben hier richtig viele Nieten und Konturen abgebildet. Auch die ganzen kleinen Tritte, die wir eben angebracht haben, lassen das Modell richtig scale wirken. Vorne an der Nase haben wir noch die Radareinheit, die ebenfalls sehr detailliert gemacht wurde. Die kann man sogar von Hand hier verdrehen. Genauso wie das MG unter dem Cockpit, das kann man ebenfalls von Hand verdrehen. Auch das vordere Fahrwerk ist hier sehr schön dargestellt worden. Genauso wie das Heckspornrad, das ebenfalls mit sehr vielen Details versehen ist. Allerdings sind die Räder hier nicht aus Gummi, sondern komplett aus Kunststoff. Was hier bei der Apache auch besonders ist, dass wir diesmal sogar Piloten im Cockpit sitzen haben. Die sind jetzt bei mir hier leider lose drin, aber ich denke mal, dass man die später auch noch ankleben kann. Die Cockpitscheiben sind dann auch logischerweise komplett klar, damit man auch ins Cockpit und auf die Piloten gucken kann. Und wir haben auch noch 2 Scheibenwischer auf der Cockpitkanzel angebracht. Ich habe jetzt hier den Apache in der dunkelgrauen US-Army-Lackierung, die auch hier sehr sauber aufgetragen wurde, und auch die ganzen Dekals und silbernen Streifen sind ebenfalls sehr sauber aufgebracht. Ein bisschen schade ist, dass wir hier noch den RC-Ära-Schriftzug drauf haben, der jetzt natürlich nicht ganz so scale ist, aber dadurch, dass er ebenfalls hellgrau ist, fällt er zum Glück gar nicht so stark auf. Auch der Heckausleger ist an den Seiten und von der Unterseite wieder mit sehr vielen Details ausgestattet, und auch das Höhen- und Seitenleitwerk sieht hier richtig cool aus. Was ich auch besonders cool finde, dass wir hier keinen normalen Vielwatt-Heckrotor haben, sondern wie beim Original Apache einen X-förmigen Heckrotor, was ebenfalls zu dem echt coolen Look der Apache beiträgt, genauso wie die obere Stabantenne hier auf dem Heckleitwerk. Etwas schade ist, dass der Heckrotor von einem Bürstenmotor angetrieben wird.
aber zumindest ist er hier ganz gut verkleidet worden. Der Hauptantrieb ist wie gewohnt ein Brushless-Motor, der aber hier über eine Ritzel-Zahnradverbindung die Hauptrotorwelle antreibt. Die besteht natürlich wieder komplett aus Metall, genauso wie das Rotorkopf-Zentralstück und ein Teil der Taumelscheibe. Der Rest besteht hier aus Kunststoff. Angesteuert wird die Taumelscheibe natürlich wieder von 3 Mikroservos in 120 Grad Anordnung. Die Rotorblätter sind hier auch sehr gut gemacht worden und haben entlang der Vorderkante noch einen hellgrauen Streifen und am Ende noch eine kleine Abknickung und sogar noch ein paar rote Details auf der Rotorblattoberseite. Und wir haben hier wie beim Original einen Linksdreher. Natürlich haben wir auf dem Rotorkopf auch die Apache-typische Radarkuppel angebracht. Die ist zwar hier frei drehbar montiert, aber dreht sich natürlich im Flug mit. Eine Beleuchtung haben wir hier selbstverständlich auch, die allerdings leider etwas mager ausfällt, denn wir haben hier wieder nur links und rechts die grüne und rote Positionsbeleuchtung und auf dem Seitenleitwerk haben wir noch eine weitere rote LEDs. Das war's dann auch. Auf der Unterseite haben wir dann auch wieder einen optischen Höhensensor und einen LiDAR-Sensor und vorne, wo das MG angebracht ist, haben wir die Akkufachabdeckung. Die können wir einfach abnehmen und dann können wir den Lithium-Ionen-Akku einsetzen und anstecken und dann das Akkufach wieder schließen und mit den 2 Clipsen sichern. Der Apache hat einen Rotorkreisdurchmesser von ca. 310 mm, eine Länge von ebenfalls etwa 310 mm und ein Abfluggewicht von ca. 150 Gramm.
Kommen wir am Ende zu einem mal ganz kurzen Fazit, denn eigentlich wiederholen sich die Fazits ja mittlerweile immer. Optisch ist es aber mal wieder einen Schritt vorangegangen, mit noch mehr Details, die man ja sogar noch selber anbringen muss. Und natürlich auch mit den 2 Piloten hier vorne in dem Cockpit. Das finde ich mal richtig cool. Und fliegerisch gibt es jetzt eigentlich auch nichts Neues zu erzählen. Es funktioniert alles, er fliegt stabil. Manchmal gibt er in den Kurven etwas komisch Gas, was ich etwas ungewöhnlich fand. Aber im Großen und Ganzen gibt es hier auch nichts auszusetzen. Das Einzige, was mir mittlerweile bei einigen kleinen Helis aufgefallen ist, dass die beim Aufsetzen nicht mehr so sauber von alleine ausgehen, wie das bis jetzt immer der Fall war. Die neueren Modelle haben irgendwie auf dem Feldweg mittlerweile oft ein bisschen Probleme von alleine auszugehen. Da muss man dann meistens immer den Notausknopf drücken. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon festgestellt habt. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Link und Rabattcode steht wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich für euer Interesse und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.